Hallo und herzlich willkommen zu unserem E-Learning. In diesem Video zeige ich Ihnen alle Funktionen und Details von Verivinum, sodass Sie es optimal für Ihre Arbeit nutzen können. Wir haben das Video in verschiedene thematische Abschnitte unterteilt. Die Links zu diesen einzelnen Abschnitten finden Sie in der Videobeschreibung unten, sodass Sie immer zu dem jeweiligen Thema springen können, das Sie besonders interessiert. Aber was ist eigentlich Verivinum? Verivinum ist ein einzigartiger Datenbankservice, mit dem Sie virtuelle Store-Checks, Sortimentsanalysen und Wettbewerbsbeobachtungen durchführen können. Wir haben in den letzten Jahren die Wein- und Sektsortimente aller deutschen Discounter beobachtet und haben mehr als 30.000 Datensätze gesammelt. Aus dieser Fülle von Daten lassen sich Trends erkennen, Erkenntnisse für Ihre Produktentwicklung und Ihr Marketing gewinnen, Vertriebsargumente sammeln und Sie sind immer up-to-date und perfekt vorbereitet für alle Ihre Gespräche mit Ihren Kunden. Wie Sie das in der Praxis umsetzen können, zeige ich Ihnen jetzt in Verivinum. Wie loggt man sich eigentlich ein bei Verivinum? Sie erhalten von uns Username und Passwort, mit dem Sie sich bei uns einloggen können. Hierzu gibt es auch noch eine detaillierte Anleitung, die Sie unten in der Videobeschreibung verlinkt finden. Sobald Sie in Verivinum eingeloggt sind, können Sie hier oben rechts Ihre Lizenz sehen und Ihre Settings verändern. Die Lizenz sehen Sie hier. Sie sehen, für welche Länder Sie freigeschaltet sind und auch welchen Lizenztyp Sie haben und auch wann die Lizenz beginnt und endet. Und bei den Settings können Sie Einstellungen vornehmen, die die Anzeige der Menüstruktur beeinflusst. Sie können zum Beispiel wählen, ob Sie die Menüanzeige in vertikaler Ansicht oder horizontaler Ansicht, so wie sie jetzt gerade zu sehen ist, haben möchten, oder auch die Größe und Anzeige des Menüs. Wir befinden uns jetzt auf der Produktseite, dem sogenannten Produktkatalog, dem Herzstück von Verivinum. Was sehen wir hier alles? Wir haben zum einen ein Suchfeld, in dem man suchen kann wie mit Google. Wir haben unterschiedlichste Filteransichten und wir haben natürlich auch alle Produkte und Stichproben, die wir bisher erfasst haben, die hier in dieser Ansicht in der Liste dargestellt werden. Das heißt, in diesem Teil von Verivinum kann man durch Suche oder durch Filterfunktionen sich alle Informationen zusammenstellen, die man benötigt. Wir haben in unserem Produktkatalog verschiedene Ansichten der Ergebnisanzeige. Wir haben zum einen diese Listenansicht, wie sie jetzt hier gerade zu sehen ist. Wir haben aber auch die Kachelansicht. Ich kann das hier rechts umschalten. Ich schalte einmal auf die Kachelansicht um. Das sieht dann so aus. Ich gehe wieder auf die Listenansicht. Ich kann weiterhin auch noch sortieren, und zwar nach dem neuest erfassten Produkt oder auch nach dem ältesten erfassten Produkt. Wenn ich jetzt hier umschalte, sehe ich, dass Produkte kommen, die wir in 2017 erfasst haben. Unsere Historie reicht ja auch bis 2017 zurück. Das heißt, das hier sind tatsächlich die ersten Produkte, die damals erfasst wurden. Weiterhin kann ich auch noch sortieren nach aufsteigendem und absteigendem Preis. Jetzt habe ich den Preis aufsteigend, das heißt, jetzt kommen die günstigsten Produkte zuerst. Und wenn ich den absteigenden Preis nehme, kommen logischerweise die teuren Produkte zuerst. Ich schalte wieder zurück auf die Anzeige der neuest erfassten Produkte. Wie schon gesagt, gibt es hier auch ein Suchfeld, hier oben, Search Products. Hier kann ich suchen wie mit Google. Ich kann zum Beispiel nach einer Rebsorte suchen, nach einer Indikation, einer Herkunft oder auch nach einem Markennamen, wie zum Beispiel Richtig Lecker. Jetzt werden hier die Produkte mit der Marke Richtig Lecker angezeigt. Und ich kann mir die dann, wie eben schon gezeigt, in der Kachelansicht anschauen oder dann auch weiter auf die Produktdetailseite gehen. Das schauen wir uns aber später an. Wenn ich jetzt wieder zurück möchte, kann ich ganz einfach hier den Filter durch das Klicken auf das X wieder entfernen und habe wieder die Anzeige aller Produkte. Links finden wir unsere verschiedenen Filterfunktionen. Das geht los mit einem Zeitfilter. Es gibt bestimmte Einstellungen zur Vereinfachung, also wie Today, This Week, This Month,
Last Year, Last Week, wo ich durch das Draufklicken schon einen vorgefertigten Zeitraum einstellen kann. Ich kann mir aber auch individuell hier ein Start- und ein Enddatum einstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Last Year gehe, sieht man das auch hier oben in der Anzeige, den Zeitraum, nämlich 1.1.2023 bis 31.12.2023. Hier kommen dann alle Produkte, die wir in diesem Zeitraum erfasst haben. Auch hier kann ich wieder sagen, ich entferne den Filter entweder über das X oder, wenn es mehrere Filter wären, über Reset All. Dann komme ich auch wieder auf die ungefilterte Variante zurück. Weiter geht es mit dem Filter Price Range. Auch hier gibt es bereits gewisse Voreinstellungen. Zum Beispiel könnte ich sagen, ich möchte mir jetzt alle Produkte anschauen, die zwischen 3 Euro und 4,99 € liegen und müsste das dann eben nicht manuell eingeben, sondern kann das durch diese Voreinstellungen sehen. Auch hier gehe ich jetzt wieder zurück. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Filtern. Wir starten mit dem Filter Country of Origin, dem Herkunftsland. Hier kann ich mir das Herkunftsland auswählen, das ich mir näher anschauen möchte, zum Beispiel Italien. Jetzt werden alle Produkte aus Italien angezeigt. Jetzt kommen wir zu dem Filter Produkttyp. Hier kann ich mir den Produkttyp auswählen, also Wein, Sekt, aromatisierter, weinhaltiger Cocktail etc., den ich mir anschauen möchte. Wir haben mittlerweile über 30 verschiedene Produkttypen in der Datenbank, die hier, wie gesagt, alle auswählbar sind. Ich scrolle hier einmal durch, dass man sieht, was es da alles so gibt. Wir haben mittlerweile auch die weinähnlichen Getränke in der Datenbank, wie man hier sieht. Sowohl mit Alkohol als auch ohne Alkohol. Der nächste Filter ist die Farbe, also die Produktfarbe. Auch hier gibt es für jeden Produkttypen die unterschiedlichen Farben. Es ist alphabetisch geordnet, deshalb geht es bei Blau los für das aromatisierte, weinhaltige Getränk. Wenn ich mir jetzt Wein anschauen möchte, zum Beispiel Rotwein, kann ich Rot hier eingeben und dann zeigt er mir alle Produkttypen, die die Farbe Rot haben. Und ich nehme jetzt hier den Rotwein und komme dann auf die Weine mit roter Farbe, immer noch aus Italien, weil diesen Filter habe ich ja nicht zurückgesetzt vorhin. Der nächste Filter ist die Sweetness, das ist die Geschmacksrichtung. Das ist das gleiche Prinzip wie auch bei der Farbe. Wir haben für jeden Produkttyp die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen hinterlegt, sodass ich jetzt sagen kann, ich möchte die trockenen Rotweine anschauen. Scrolle dann runter, bis ich zu trocken komme. Hier Trockenwein und sehe dann die trockenen Rotweine aus Italien. Es gibt aber nicht nur diese ersten 4 Filter, sondern auch noch weitere, die sich hier hinter Show Advanced Filter verbergen. Ich komme jetzt zu dem ersten Filter, der sich hinter den Advanced Filtern verbirgt, nämlich dem Retail Label. Hier kann ich auswählen, ob ich mir nur einen bestimmten Discounter anschauen möchte oder 2 oder 3, je nachdem. Genau. Wenn ich jetzt hier auf Aldi Süd gehe, kommen dann eben nur noch die italienischen trockenen Rotweine von Aldi Süd. Der nächste Filter ist die Range. Was verstehen wir unter der Range? Darunter verstehen wir, ob es sich um einen Aktionsartikel, also Promotion, oder einen Sortimentsartikel, also Core Range, handelt. Wir erfassen neben der Core Range auch die vorübergehend im Preis gesenkten Artikel im Sortiment. Die sind dann mit Temporary Price Cut bezeichnet. Ich kann meinen Filter jetzt weiter nutzen und sagen, jetzt möchte ich nur noch die Aktionsartikel in dem Bereich sehen, den ich schon vorher gefiltert habe, und sehe die italienischen trockenen Rotweine bei Aldi Süd in der Promotion. Der nächste Filter, der hier kommt, ist Grapes. Das heißt, hier befinden sich alle Rebsorten. Ich kann nach den entsprechenden Rebsorten suchen. Ich suche nach Merlot zum Beispiel.
Jetzt kommt kein Ergebnis, das ist auch richtig, weil es gab anscheinend keinen Merlot aus Italien bei Aldi Süd in der Promotion. Jetzt kann ich den hier wieder entfernen und komme wieder auf mein vorheriges Ergebnis zurück. Ich mache jetzt mal Reset All. Dann können wir nämlich besser noch die Filterfunktionen der unteren Filter anschauen. Wenn ich jetzt nochmal auf Grapes gehe und zum Beispiel Riesling, oder ich gebe nochmal Merlot ein, dann wird man sehen, dass alle Merlots, die wir bisher erfasst haben, in der Datenbank kommen. Indication Types ist der nächste Filter. Hier handelt es sich um die unterschiedlichen Qualitätsstufen. Also wir haben hier unten zum Beispiel die gängigen PDO und PGI, Protected Designation of Origin und Protected Geographical Indication, und eben auch verschiedene Indication Types für Weine außerhalb der EU. Die Indication selbst kommt als nächster Filter. Hier kann ich dann nach verschiedenen Anbaugebieten immer kombiniert dann mit dem Qualitätslevel suchen, wie zum Beispiel Rheinhessen. Jetzt werden wir mal sehen, ob es einen Merlot aus Rheinhessen gibt. Ja, gibt es in der Tat. Und kann mich entsprechend weiter vorarbeiten. Es geht weiter mit dem Volume, also was haben wir für Verpackungsgrößen. Hier sind alle Größen hinterlegt, die es laut Verpackungsverordnung geben kann. Wir haben den Packaging Type, also ob es ein Bag-in-Box, eine Dose, eine Flasche oder ein Getränkekarton ist. Und dann haben wir die Marketing Features. Hierunter verstehen wir Marketing-Slogans wie zum Beispiel Editionswein oder saisonale Weinlese oder auch Wein des Monats. Jeder Discounter hat ja da so seine eigene Marketingstrategie und je nachdem, um wen es sich handelt, kann man sich dann hier die entsprechenden Marketing-Features auswählen. Die nächsten 3 Filter beschäftigen sich mit der Supply Chain, das heißt, wer ist der Producer des Produktes, wenn es das denn gibt. Das kommt nicht so häufig vor, wir haben ja sehr viel öfter den Bottler und wenn es einen Zwischenhändler gibt, hier den Seller oder auch den Importeur, der verbirgt sich auch hinter dem Seller. Ich kann dann hier entsprechend suchen nach den Produzenten, die ich mir anschauen will. Das gleiche gilt für den Seller oder auch für den Bottler. Die nächsten beiden Filter, Certificate Type und Certificate, sind auch wieder miteinander verwandt. Certificate Type sind die Kategorien Bio, Nachhaltigkeit, Trade, damit ist Fairtrade gemeint und auch vegan. Das heißt, wenn ich hier Bio anklicke, kommen alle Produkte, die irgendeine Art der Bio-Zertifizierung haben. Und in dem Certificate selbst kann ich nochmal nach den unterschiedlichen Ausprägungen der Merkmale suchen, nämlich hat er denn ein Bio-Logo EU oder hat er ein Bio-Siegel oder ein Bioland-Siegel, sodass ich mir das dann hier noch weiter eingrenzen kann. Das gleiche gilt auch für die anderen Types, für die Nachhaltigkeit. Da gibt es mittlerweile verschiedenste Ausprägungen. Wir haben aber auch hier zum Beispiel dann die Fairtrade-Geschichte und verschiedene andere Prüfsiegel. Die nächsten beiden Filter sind auch wieder verwandt. Das ist immer nach dem gleichen System aufgebaut, immer quasi eine Kategorie und dann die verschiedenen Ausprägungen davon. Unter Private Feature Types verstehen wir private Vereinigungen, wie zum Beispiel die Maxime Herkunft Rheinhessen oder Forum Pfalz oder auch der VDP. Dann hier im Private Feature kommen dann, wie schon vorher auch, die einzelnen Ausprägungen. Also wenn ich mir mal hier das Beispiel VDP rausnehme, ist es ein Gutswein, ist es ein großes Gewächs oder ein Ortswein zum Beispiel. Die Legal Features zeigen alle Merkmale, die gesetzlich geregelt sind. Also hier sieht man schon die ersten. Abendmahlswein kommt jetzt nicht so häufig vor, aber da es, wie gesagt, alphabetisch geordnet ist, kommt der auch als erstes. Hier alte Reben wäre etwas, was schon öfter vorkommt. Appassimento momentan auch. Und auch hier ist es so, dass die einzelnen legalen Bezeichnungen wieder mit dem Produkttyp verknüpft sind. Unsere beiden letzten Filter sind unsere Awards, nämlich momentan noch getrennt nach Public und Private Award. Hier finden sich alle Auszeichnungen, die wir bisher gesehen haben.
Also wie man sieht, gibt es da auch schon sehr viele und das kann man sich dann auch entsprechend danach filtern. Das war jetzt ein grober Überblick über die Filterfunktionen im Produktkatalog, dem Herzstück von Verivinum. Wenn Sie mehr erfahren wollen über die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten, haben wir dazu auch separate Videos gemacht, wo wir im Detail auf bestimmte Fragen eingehen und Ihnen zeigen, wie Sie sich durch die Filter und durch den Produktkatalog hindurch navigieren können. Wir befinden uns jetzt auf der News-Seite von Verivinum. Wie es der Name schon sagt, werden hier die News angezeigt, das heißt die Produkte, die wir neu in den letzten 8 Wochen erfasst haben. Warum 8 Wochen? Das haben wir hier standardmäßig eingestellt, sodass man sich sehr schnell einen Überblick über die letzten 8 Wochen verschaffen kann. Es gibt allerdings auch hier auf der linken Seite die Möglichkeit, sich einen individuellen Zeitfilter einzustellen, wie auch schon im Produktkatalog. Ansonsten ist auch wie im Produktkatalog das Umschalten auf die Kachelansicht möglich und auch die Sortiermöglichkeiten sind genau wie im Produktkatalog nach neuestem, ältestem und auch nach den auf- und absteigenden Preisen möglich. Wir haben hier noch eine weitere Filterfunktion, nämlich nach Retail Label. Also ich kann dann auch filtern, wenn ich mir nur die Neuigkeiten von Aldi Süd, Lidl oder wem auch immer anzeigen lassen möchte. Dann ist es noch übersichtlicher und kompakter und ich bin in kürzester Zeit darüber informiert, was die jeweiligen Discounter in den letzten 8 Wochen neu auf den Markt gebracht haben. Jetzt befinden wir uns auf der Seite Market Participants. Um was geht es hier? Hier geht es um die Marktteilnehmer der Supply Chain. Das heißt, wir finden hier alle Informationen von Produzenten, Bottlern, Zwischenhändlern bis hin ins Regal, nämlich zu den einzelnen Discountern. Wir haben hier auf der linken Seite die Suchmöglichkeit eben für die Produzenten, Bottler und auch die Zwischenhändler. Hier kann ich mit Namen oder auch Adressen suchen. Ich mache einmal ein Beispiel aus Italien, zum Beispiel Fratelli Martini, klicke den hier an und komme in die Übersicht der Produkte, die Fratelli Martini in den Discount geliefert hat. Diese Ansicht ist genauso aufgebaut wie der Produktkatalog. Das heißt, ich habe hier auf der linken Seite wieder alle Filter zur Verfügung und kann mich dann weiter zu den Informationen hin navigieren, die ich benötige. Ich habe meine Sortierfunktion und auch wieder die Listen und die Kachelansicht. Ich sehe, 21 Produkte wurden von Fratelli Martini in den Discount geliefert und kann mir die dann im Detail weiter anschauen. Es gibt noch einen zweiten Reiter, nämlich neben den Products die Analysis. Hier sieht man, mit wem Fratelli Martini zusammenarbeitet, sprich mit welchen Zwischenhändlern, wenn es denn welche gibt, und auch mit welchen Discountern. Hier unten ist dann nochmal eine separate Übersicht, in welche Discounter Fratelli Martini die einzelnen Produkte geliefert hat. Ich gehe wieder zurück auf die Market Participants. Und auf der rechten Seite finden wir die unterschiedlichen Retailer. Wir können jetzt hier mit einem Klick auf Aldi Süd zum Beispiel gehen und haben dann im Prinzip wieder die gleiche Übersicht, nämlich welche Produkte gibt es bei Aldi Süd mit den gleichen Filterfunktionen wie im Produktkatalog, sodass ich mich auch da wieder dorthin navigieren kann, wo ich hin möchte zu den Informationen. Habe auch hier wieder die unterschiedlichen Ansichten, also das wiederholt sich immer wieder in der Anwendung, sodass ich, egal von welcher Richtung ich komme, mich immer, wie gesagt, zu den Informationen hinarbeiten kann, die für mich wichtig sind. Auch hier gibt es eine Analysis, das ist im Prinzip das gleiche wie eben schon gezeigt. Auch hier kann man sehen, mit wem Aldi Süd zusammenarbeitet, auf Produzenten- oder Zwischenhändlerseite. Das sind einige, wie man hier sieht, und kann sich so einen Überblick auch über den Wettbewerb, den einen erwartet, wenn man bei Aldi Süd zum Beispiel Lieferant werden möchte, verschaffen.
Das heißt, die Seite Market Participants ist dazu da, um sich einen Überblick zu verschaffen, wer ist mein Wettbewerb, wer liefert überhaupt Produkte im deutschen Markt und wie sind diese einzelnen Produzenten oder Zwischenhändler im Hinblick auf die unterschiedlichen Discounter aufgestellt. Oder wenn ich aus Sicht der Discounter komme, kann ich natürlich die Sortimente dahingehend analysieren, dass ich mir da die Lieferanten und Händlerstruktur anschaue, um eben dafür die Erkenntnisse zu gewinnen, die ich brauche, um dort erfolgreich meine Produkte vermarkten zu können. Jetzt wollen wir uns noch die Produktdetailseite anschauen. Wie kommen wir dahin? Indem wir vom Produktkatalog ausgehend in das Produkt hineingehen, entweder hier links über den Titel, also die Produktbeschreibung, oder hier auf der rechten Seite haben wir noch den Button View, den können wir auch nutzen. Den nutze ich jetzt auch mal, gehe hier drauf. Und jetzt sehen wir alle Produktdetails. Das heißt, wir haben auf der linken Seite eine Flaschenabbildung und auf der rechten Seite die beschreibenden Informationen. Bei der Produktabbildung haben wir hier oben auch noch das Flaschengewicht, also das Gewicht der vollen Flasche, aus dem ich mir natürlich dann das Gewicht der leeren Flasche errechnen kann und auch wann wir dieses Foto aufgenommen haben. Und auf der rechten Seite haben wir, wie gesagt, die beschreibenden Informationen, also welcher Produkttyp ist es, welche Farbe hat er, wo kommt er her, welche Indikation, welche Geschmacksrichtung, wenn es Rebsorten gibt, die Rebsorten, auch mit den Synonymen, die sehe ich hier, wenn ich hier so drüber fahre. Dann gibt es Informationen zum Packaging, nämlich was ist es für ein Packaging, welchen Inhalt hat es. Wenn jetzt dieses Produkt auch noch weitere Dinge hätte wie Embossment, dann würde das hier auch stehen. Dann, wenn wir hier weiter runtergehen, kommen wir zu den Informationen über die einzelnen Stichproben, die wir gezogen haben. Hier auf der Karte sehen wir, wo wir schon überall diese Stichproben gezogen haben. Da das ein Artikel ist, den es sowohl bei Aldi Süd als auch bei Aldi Nord gibt, ist es schön über ganz Deutschland verteilt. Und diese Informationen finden sich dann hier unten in der Product History dann nochmal im Detail wieder. Was können wir hier alles sehen? Wir sehen, wann wir das Produkt erfasst haben, bei welchem Retailer, was für einen Jahrgang es hatte, den Preis mit der entsprechenden Mehrwertsteuer, in welche Range es gehört und auch wer Producer, Bottler oder Seller ist, je nachdem, welche Market Participants da jetzt eben zutreffend sind, ob er Awards hatte und hier auch nochmal die Bilder der einzelnen Stichproben. Ich kann mir dann hier bei Columns noch verschiedene andere Dinge einblenden lassen. Es gibt die Informationen, die jetzt da sind, sind voreingestellt. Zusätzlich gäbe es hier noch Retailer Company. Das heißt im Falle insbesondere von Aldi und von Lidl die einzelnen Läger bzw. Regionalgesellschaften, die zu der Filiale gehören, wo wir den Artikel erfasst haben. Dann haben wir hier weiter unten noch den Alkohol, den ich mir einblenden lassen kann. Certificates, wenn es welche gibt. Marketing Features. Sind jetzt bei diesem Produkt beide nicht vorhanden und auch noch welchen Flaschentyp, den Verschlusstyp und wir haben jetzt hier in dem Falle, ich blende das mal ein, Schraubverschluss und als Subtype eben den Long Screw Cap und noch die Information zu weiteren Packaging Details, nämlich der hat einen Aufdruck auf der Kapsel und auch so eine Halsbanderole. Genau. So. Jetzt kann ich da auch mir auch wieder die Dinge ausblenden, damit es nicht so unübersichtlich wird. Aber ich sehe, wie gesagt, hier die komplette Historie dieses Artikels und auch natürlich sehr schön, welche unterschiedlichen Abfüller diesen Artikel wohin geliefert haben. Ich habe hier auf der rechten Seite auch nochmal die Möglichkeit, mir einen Zeitfilter zu setzen, wenn ich mir nur bestimmte Zeiträume anschauen möchte. Das funktioniert im Prinzip genauso wie auch im Produktkatalog.
Das zieht sich, wie gesagt, durchs ganze System hindurch. Also die Produktdetailseite dient dazu, sich möglichst genaue Detailinformationen, wie es auch der Name schon sagt, zu verschaffen über das jeweilige Produkt, sodass ich eben gewappnet bin, wenn ich zum Beispiel diesen Artikel anbieten möchte, mir alle Informationen, die es hier über den Wettbewerb gibt, eben zu sammeln und meine Produktentwicklung und mein Angebot vor allen Dingen daran ausrichten zu können. Ich hoffe, dass Ihnen unser E-Learning-Video bei der Verwendung von Verivinum weiterhilft und wer dazu noch Fragen hat, findet die Kontaktinformationen in der Videobeschreibung. Wenn Sie vielleicht noch kein User von Verivinum sind, aber es jetzt gerne werden möchten, dann haben Sie entweder die Möglichkeit, erst nochmal unsere Demo-Version zu nutzen. Diese finden Sie auf unserer Webseite oder sich auch direkt bei uns zu melden. Wie gesagt, die Infos hierzu in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!